Die Geschichte von Hilde und Thorsten. Thorsten wär ein ganz normaler Jung, als dat so viele gibt. Ein beten Gauwossen, ein grote Stück, in ne Flappe hätt he ein Zigar, will he sich do mit cooler fühlt und so gern ein coole Freundin hat. Thorsten ist nu fertig, die Zigarre hätte immer noch in Gesicht, bloß die Freundin, die Gift hat nicht, denn ist doch Hilde. Hilde wär früher so ne Wilde, ob'm Schulhof hätt he sie ansehen, ach wat wär sie schön. Mit er viel zu bunte und viel zu korte Sommerkleid. He denkt sich, Hilde, meinst du nicht, wir geben echt einen super Trompo ab. Hilde, meinst du nicht? Und nu hätt Hilde im Wetter mal den Kopf verdreht. Thorsten denkt für dem Silberkeit. Nu nehm ich mir ein Hart und schnack sie an. Sag mal, Hilde, kannst du dich dran erinnern? Da auf'm Schulhof. Und Hilde fragt, auf'm Schulhof? Wat? Und Thorsten sagt, no jo, früher, dass wir noch so viel jünger wären. Du in dieses kakelbunte Kleid und ich, Thorsten, mit der Zigarre an der Wand do achten. Hilde sagt bloß, ach so, und verdreite Augen. Und Thorsten wär sich sehen, so gar nicht mehr ganz so sicher. Und kickt sie einfach wieder an, so als he dat früher so oft getan hat. Und wat he immer noch gut kann. Und he fragte, Hilde, sag mal, wo süd dat denn mit dir im Leben gut? Und sie meint, worum wollt du denn dat weten? He tücht gau an sin Zigarre, will just auf nix Beteres kümmt. Und he hofft, so'n beten Tituschen, sich denn vielleicht Leute noch mal so richtig zu überwinden. Und zu sagen, wo du heise in all den Jahren Mist hätt und sie auch so aufgehust hätt in all seinen Drömen. Der sich immer werde der Erstbesetzten für die Hauptrolle. Hilde wär immer so durch, die he so gern als Freundin hat. Und dann überwindt he sich und fragt, Hilde, meinst du nicht, wir geben echt einen super Trompo ab? Hilde, meinst du nicht, wir geben echt einen super Trompo ab? He fragt, Hilde, meinst du nicht, wir geben echt einen super Trompo ab? Hilde, meinst du nicht? Und kickt in ihr Gesicht und sie sagt, hey Thorsten, so was Schönes hätt nicht ähnlich an zu mir sagt, würd wir mal einen Kaffee trinken gehen. Und Thorsten kann sin Glück umfordern und blut schwor wer da stehen. Klicks nur Hand zu kriegen, wann Handjoken beten, wat du toll lehrt nur all den Jahren. Und sagt, jo, Hilde, wo wär das denn so mit übermorgen? Denn morgen hab ich gar nicht so viel Zeit. Und Hilde sagt, jo, das hört sich so gut an. Und dann geht sich jeder für sich zu Hus und denkt an den anderen. Und als sie zu Bett geht, schlägt sich ein Lütchen in jener Kopf. Hilde, meinst du nicht, wir geben echt einen super Trompo ab? Hilde, meinst du nicht? Hilde sitzt an der Frühstückstisch und kann gar nicht richtig eten.
ze knabbert bloot aan haar brood. Ze overlegt, einer woont op een beun, du moet toch nog deze kist mit de ogen plönnen zien. Ik zoek immer verder roet, vielleicht ist du jo noch wat dubi. Und sie sticht op de Leder und findet den olden Karton. Und sie sucht immer wieder, bis sie dat in der Hand hält. Das Kleid mit de fehlrote Punkten. Und now dat trägt sie am Tokom offen an. Thorsten Südse, Alf und Wieden. Und rüppt der Tod. Hilde, meinst du nicht, wir geben echt einen super Trompo ab? Hilde, meinst du nicht, wir geben echt einen super Trompo ab? Hilde, meinst du nicht, wir geben echt einen super Trompo ab? Ich sag, Hilde, meinst du nicht? So geht sie Hand in Hand in Café. Thorsten genützt jede Sekunde, wie er das so schön fand. Und sie lacht und schnackt über die alten Tiden. Und Hilde vergeht, dass sie eigentlich allang noch Hus gehen will. Und Thorsten hofft, dass Hilde vielleicht noch ein paar Stunden bei ihm bleibt, bevor der Kellner mit der Regen kommt. Schrift sie noch ein paar Riechen ob'n Bärdeckel. Hilde, meinst du nicht, wir geben echt einen super Trompo ab? Hilde, meinst du nicht?